It's Magic! Oder Technology. Hallo, wir sind die Piranhas, das heißt 2 davon. Hi. Von die Jungs und Mädels, die hier in Essen arbeiten, ja. Und wir machen Computerspiele. Und wir wollen heute über Dinge sprechen, die mit unseren Spielen zu tun haben. Und zwar Magie oder Technologie. Zum Beispiel. Ne? Das sind halt Dinge, die Menschen beschäftigen, wenn sie ein Spiel von uns spielen. Mhm. Warum? Das wollen wir mal beleuchten. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Magic or Technology? Was ist dir lieber? Fantasy oder Science Fiction? Und wir haben Folgendes gesagt. Ich spiele ungern magische Charaktere. Von daher ist Magic jetzt nicht so meins. Aber ich bin trotzdem ein großer Fantasy-Fan. Aber ich spiele da eher die Klopper. Das hängt von meiner persönlichen aktuellen Empfindung ab. Also ich mag beide Sachen sehr gerne. Manchmal mag ich mehr Fantasy und manchmal mehr Sci-Fi. Wir hatten vorhin den Beispiel mit Star Wars in dem Vortrag, was ja das beides irgendwie ein bisschen mischt. Ich finde, das ist sehr, sehr schön, wenn man auf eine kreative Art und Weise das verbindet. Ja. Das ist aber auch so eine Stimmungssache, glaube ich. Ja, also ich mag beides sehr gerne. Magic ist eigentlich stärker vertreten so in den Spielen. Fantasy. Easy. Wenn ich mich jetzt hart entscheiden muss, wahrscheinlich Fantasy mehr, weil ich so Schwerter und sowas immer cool finde. Kommt auch ein bisschen so auf das Genre an. Ist es jetzt ein First-Person-Shooter? Ist es jetzt eher ein klassisches Rollenspiel? Ich glaube, das kann ich jetzt so nicht titulieren. Müsste ich individuell dann beurteilen. Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Ne? Das ist wie mit Musik. Da gibt's halt unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Vorlieben. Und bei Magie und Technologie geht's tatsächlich auch auf Setting. Ne? Das heißt also, zu welcher Gilde gehörst du? Wir haben ja mehrere Settings in unserem Elex-Universum miteinander vereint. Da gibt es Magier, da gibt es Technologen, da gibt's auch eine Mischung aus beiden. Zum Beispiel die Alps, die können sowohl mit Elex-Magie rumballern, als auch mit ihren Laserwaffen. Ne? Und das ist natürlich so eine Geschichte, findet man das cool. Oder nicht? Weil die Berserker zum Beispiel, die sagen, es gibt gar keine Technologie. Wollen wir nicht. Ne? Die putzen dich auch noch an, wenn du deinen komischen Adjutor aufmachst. So, weg mit der Magie. Technologie, Entschuldigung. Ja, wie ist das denn bei uns? Gibt's da Vorlieben? Wie ist das denn bei dir? Spielst du lieber Magierin oder spielst du lieber Technikerin? Boah, das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil das kommt drauf an, wie viel Neugier welches Feature stillt bei mir. Oh. Wenn ich als Techniker zum Beispiel mir die Möglichkeit eröffne, in Logs oder Computer reinzuschauen und mehr Lore und Dinge zu lesen oder sowas in der Art oder irgendwas rauszuklauben, dann bin ich lieber Techniker, weil ich so neugierig bin, wissen will, was in dem Safe drin ist oder was in dem Computer steht. Ansonsten, vom Kampf her, wäre mir wahrscheinlich die Magie lieber. Und dann, je nach Spiel, muss ich halt gucken, was stärker wiegt. Ja, warum Magie lieber? Weil ich... Macht das mehr Bam? Ja, also in der Regel finde ich es sehr mächtig, wenn ich aus der Ferne jemanden verzaubern kann. Und das ermöglicht mir die Magie häufig. Das heißt, als Nahkämpfer, ich bin jetzt nicht so derjenige, der so in den Kampf hineinstürmt. Das mache ich nur, wenn ich das Spiel überhaupt nicht kenne und glaube, dass das die einfachste Methode ist, da durchzukommen. Aber eigentlich, wenn ich mich so ein bisschen auskenne und mich ein bisschen damit beschäftigt habe, spiele ich lieber Magie, weil ich dann der Pansel in der zweiten Reihe sein darf. Das kann ich ja mit einem Snipergewehr auch oder mit einer Laserwaffe, ne? Ja, aber ist ein anderes Gefühl. Ja, was da vermittelt wird. Meistens brauche ich dann aber auch Munition. Das ist eine andere Art der Verwaltung. Bei Magie habe ich häufig sowas wie Mana und was sich Magie regeneriert oder was ich auch suchen muss, ist auch wie Munition. Ne? Schon, aber es ist für mehr Sachen
verwendbar. Das heißt, zum Beispiel kann ich dann irgendwie damit einen Schadenszauber machen, und häufig aber auch einen Heilzauber, oder es ist einfach eine andere Art und Weise, das zu benutzen. Das heißt, einer, der Technologie benutzt, der sollte sich darum bemühen, eine Munition zu erfinden, die für alle Waffen dann funktionieren. Das habe ich nicht gesagt. Ja, also ist klar, worum es da geht. Ich glaube, vornehmlich geht es darum, um ein Gefühl. Ne? Das heißt, dass wenn man der Magie mächtig ist, wir haben ja auch Kleriker eingebaut, die Psioniker sind, mehr oder weniger. Das heißt, die Suggestoren zum Beispiel, die können deine Gedanken manipulieren. War übrigens meine Lieblingsklasse. Ja, das ist auch eine Art der Magie. Das heißt, Kleriker sind Kampfmagier, ganz genauso wie die Alps. Ja, und genauso wie die Berserker und genauso wie die Outlaws, das sind eigentlich nur Arschgeigen mit Waffen. Ne? Die können gar nichts. Ich habe oft Mechaniker dazu gesagt. Ne? Aber die fressen auch Stims oder geben sich da die komischen Elex-Tränke und so weiter. Das heißt, ein bisschen Alchemie mit ihren komischen Spritzen da und so ein Zeug haben die auch. Stimmt. Ne? Was wollen wir damit sagen? Dass wir immer eine Mischung aus allem machen. Wir machen immer eine Mischung. So. Oder häufig. Ja, das heißt also, das hat auch Tradition. Seit der Gothic-Reihe, die wir gemacht haben, haben wir immer so die Charakterklassen irgendwo dazwischen generiert. Ne? Wir haben einen Magier, wir haben einen Dieb oder Techniker, ja, das ist einer, der mit Mechaniken rumfrudelt, ja, und wir haben einen Kämpfer, einen reinen Tank. Und das sind so die Charakterklassen, die klassischen, ja, die es gibt. Und wir sind immer irgendwo dazwischen. Das heißt, irgendwo zwischen Magier, Techniker, Dieb oder zwischen Techniker, Dieb und dem Tank, also dem Kämpfer, dem reinen Kämpfer oder Magierkämpfer, irgendwo dazwischen haben wir immer unsere Sachen angesiedelt. Und das heißt also, wir bemühen uns, Magie und Technologie so weit wie es geht gleichmäßig irgendwie zu behandeln und es gleichwertig zu machen. Das spiegelt sich auch in unserem Hybrid-Setting wieder von Elex, ja, dass wir genau an der Stelle immer Sachen machen, die zueinander passen oder die immer irgendwie gegenüberstehen. Ne? Wir haben uns zum Beispiel, wurden wir oft gefragt, wie kann denn ein Berserker bestehen gegen so einen Sturmtruppler da von den Alps? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie verteidigen die sich? Und wir sagen dann, naja, mit Magie. Dann sagen viele, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern laufen mit Pfeil und Bogen gegen den Flammenblitz, das ist doch Quatsch. Auf der anderen Seite gibt es bei Star Wars genau das. Ja, das heißt also die Sith Lords, wie so ein Darth Vader zum Beispiel, ja, der kommt auf so eine Dreadnought oder auf einen Sternzerstörer oder so, ja, und sein Sohn kommt auch dazu, die treffen sich in der Mitte, da hauen die ganzen Sturmtruppel ab, weil mit der mächtigen Typen wollen die nichts zu tun haben. Die hauen ja alles in den Club, ne? Das kann man sich dann vorstellen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, immer bei solchen Spielen euch Technologie oder Magie oder eine Verbindung von beiden irgendwo schmackhaft zu machen und es euch zu verkaufen oder es cool zu machen halt. Ne? Uns geht's gar nicht darum, was besser ist, das eine oder das andere, sondern vielmehr die Tatsache, dass es beides irgendwo am besten gleichmäßig repräsentiert wird. Also Rüstungen zum Beispiel haben mich da maßgeblich beeinflusst in der ersten Instanz, was ich jetzt gerade cooler finde, weil wenn du ein bisschen Mischmasch anbietest, dann guckst du, was ist dann der größte Unterschied, und das war für mich dann irgendwie, wer war denn jetzt erstens irgendwie am coolsten zu mir, das heißt, wer ist mir am ehesten noch freundschaftlich gesinnt, das ist ein Kriterium gewesen dann, und das zweite dann, wie sieht das denn aus? Ich fand bei den Klerikern zum Beispiel die Rüstung total cool. Die hatten halt auch so eine leuchtenden Dinger und so. Das haben die Berserker nicht. Die sehen eher tendenziell ein bisschen mittelalterlich aus. Und dann kann man sich auch so ein bisschen entscheiden, wer möchte ich denn selber sein. Gothic 2 hat mich da auch sehr beeinflusst. Ich habe am allerliebsten die Magier gespielt, weil ich dann irgendwie der coole Dude im Umhang war und diese Sachen konnte. Aber häufiger gespielt habe ich die Miliz, weil es einfacher war. Und das sind halt so Sachen, da hat man unwahrscheinlich viele Kriterien, nach denen man entscheiden kann, und das macht auch in gewisser Weise den Reiz aus. Da muss man analysieren, warum war das denn einfacher, ne? Es war deswegen einfacher, weil Nahkampf haben wir immer als Grundelement, als der Glue, der irgendwie alles zusammenhält, ja, im Kampf, den haben wir immer drin.
Das heißt, auch bei der Arisen-Reihe hatten wir das, ne, dass zum Beispiel ein Kampfmagier mit einem Stab gekämpft hat, also im Nahkampf, so, zusammen mit seiner Magie. Das heißt, beide Dinge miteinander zu verbinden, ist ja super mächtig. Und dass derjenige, der jetzt mit einer Zweihandwaffe in der Gegend rumballert, dass der jetzt nicht irgendwie ins Hintertreffen gerät, zum Beispiel bei den Drachenjägern oder sowas, ja, haben wir dann das an der Stelle halt miteinander verbunden und gleichzeitig hochgezogen. Das heißt also, der Nahkampf zusammen mit der Magie musste immer ein bisschen mehr leiden am Anfang, bis er nachher übermächtig mit seinem Machtwort Tod da in der Gegend rumballern konnte, ja. Und damit hat das zu tun. Das heißt, dass es generell auch immer eine leichtere oder schwierigere Gilde gab. Das liegt in der Natur der Sache. Das hat sich oft so ergeben. Ja. Mittlerweile versuchen wir, das auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, aufzubrechen und für Leute auch interessant zu gestalten. Wir haben auch immer eine schwierigere oder eine leichtere Gilde eingebaut, ne? Aber dann meistens immer so, welche ist denn hier die interessanteste? Ja, die machen wir dann besonders schwer. Aber wenn die am interessantesten ist, dann versuchen es die meisten dann zu machen. Ja, und wenn die interessanteste dann irgendwie die leichteste ist, dann werden die anderen nie gespielt. Das ist ein Eiertanz, so, ja. Und wenn man das alles gleichmäßig macht, dann ist es auch blöd. Das heißt also, sowas wie die Morcons, die wir in Elex 2 eingebaut haben, ja, die haben so besondere Dinge, ja, wie zum Beispiel, dass ich mein Blut investieren kann in sowas wie, meine Kraft, ja. Und das ist auch so eine Art verwandt mit Magie, obwohl die überhaupt nichts mit Elex zu tun haben wollen. Ne? Das heißt also, eigentlich sind die totale Nihilisten, ja, wollen alles kaputt hauen, sind selber Lebewesen, müssten sich eigentlich selbst töten, aber die wollen die anderen alle mitnehmen. So, ja. Das heißt, die müssen sich erstmal stark machen, bevor sie alles in den Abgrund ziehen. So. Das ist so eine Mentalitätsfrage, die ist so völlig schräg, ja. Aber die macht halt irgendwie die Möglichkeit, solche Dinge wie ich opfer mich selber für meine Waffe, ja, möglich zu machen. Und solche Dinge versuchen wir dann einzubauen, um auch Inhalte zu vermitteln bei so einer Gilde, bei so einer Technologie-Magie-Mischung irgendwo, ja. Und auch auf der anderen Seite dann natürlich muss das mit dem Balancing nachher funktionieren, dass man dann nicht die totale Gurke ist oder so am Ende, ja. Oder zwischenzeitlich irgendwie so eine lange Strecke überbrücken muss, weil du sagst, der Magier war schwer am Anfang, ja. Ist okay, wenn es sich lohnt nachher am Ende, wenn man sagt, okay, ich habe mir das erarbeitet, das ist cool. Aber das ist auch ein sehr schmaler Grat, auf dem man rumeiert. Und hat viel mit persönlichen Präferenzen zu tun. Ja, habe ich Bock drauf, finde ich doof. Ja, und damit, dass man sagt, okay, wie lange muss ich denn mit einer Waffe rumlaufen oder mit einer, weil bei den Magiern waren dann auch weniger Waffen, die dir zur Verfügung standen, so an Nahkampfwaffen, die dazu passten. So, ne? Das heißt, so Zweihände oder so konntest du nachher irgendwie vergessen. Das heißt, du warst nicht der Hauruck-Typ, sondern immer eher so der Fechter, der irgendwie einen Feuerball schmeißt. So. Ja. Schwieriges Thema. Wie sieht es denn bei euch aus? Was sind denn eure Präferenzen? Ne? Vermutlich haben wir euch jetzt so weit geimpft mit irgendwelchen Informationen, dass da... das sind ja zwei verschiedene Fragen, ne, im Grunde genommen. Also das eine ist irgendwie dieses typische Science Fiction versus Fantasy und das andere ist innerhalb des Spiels, wo zieht's mich denn mehr hin? Zur Magie oder vielleicht zum klassischen Technik oder normalen Nahkampf oder so, ne? Wie spielt ihr? Ne? Da gibt's jetzt sehr viele verschiedene Antworten, die da kommen könnten. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Bist du eher der Tank oder eher der Typ aus zweiter Reihe? Und die meisten haben gesagt, bin der Tank, der vorne reingeht und draufkloppt. Das waren die meisten, die das gesagt haben. Das heißt also, die Nahkampfwaffen sehr präsent zu machen und dann zu diesem Allheilmittel irgendwie, dass die meisten Menschen, die unsere Spiele spielen, dass die halt irgendwie die Möglichkeit bekommen, Nahkampfwaffen, egal bei welcher Gilde, angeboten zu bekommen, die muss sein. Sonst funktioniert es nicht, sonst ist es unattraktiv für die meisten Menschen. Ich probiere die mal aus. Ja. Haben die keine Chance. Was, ich soll hier mit Wässerchen rummachen und mit irgendwie Runen kämpfen? Ja, in zweiter Instanz, ja, haben wir auch bei Gothic gemacht, war auch sehr erfolgreich. Aber erst fängst du an mit einem rostigen Nagel und einem Popolappen und fängst erstmal an, den Wolf mit einer Einhandwaffe platt zu hauen, bis du mal dahin kommst. Sofort von Anfang an dir sowas anzubieten, funktioniert nicht. Haben wir auch schon mal versucht. Sind wir kläglich gescheitert an einigen Stellen. So, ne? Ja. Wie viel Einfluss hat denn Magie und Technologie auf die Story? Hat sie. Ja? Und zwar in dem Moment, wo du die Gilden gegeneinander ausspielst. Ne? Trotzdem ist der Spieler immer derjenige, der sich aussuchen darf, was er machen will. Ne?
Dieses mit Magie und Technologie und den Gilden, der Gildenwahl und der Charakterklasse ist sehr, sehr eng miteinander verzahnt. So, ja. Das ist halt so, ich war mal ein Alp, ne, möchte gerne da wieder hin, um rauszufinden, wer da hier verantwortlich ist für meine Misere, ja, hat auch damit zu tun, will ich irgendwann mal Alp werden wieder und dem Drecksverein wieder beitreten, weil die haben mich ja eigentlich nur verarscht, ja, oder nicht. Ja. Und wie waren denn die Verteilungen bei Elex am Anfang? Wie war das denn? Ne? Bei Gothic damals war es so, fast über 65% der Leute haben sich den Schatten und damit auch dem alten Lager am Anfang angeschlossen. Mittlerweile verschwimmen die Grenzen, weil sehr viele Menschen auch das mehrmals gespielt haben und das wird so sehr gleichmäßig verteilt. Aber wovon wir reden ist, wie präsentiert sich so ein Spiel von Anfang an? Was macht man da? So, ja. Risen zum Beispiel haben sich unheimlich viele Leute der Inquisition angeschlossen. Warum? Weil das Spiel dir das aufgedrückt hat. Sobald du gekascht worden bist, bist du in die Felsenfestung gekommen. Ich hätte jetzt fast Kloster gesagt. Das sollten wir immer vermeiden, das Kloster zu nennen damals. Das ist auch albern, es war ein Kloster, ja. So. Dass im Grunde genommen du da als Kampfmönch, ja, wieder rauskommst und so weiter, das haben die meisten dann auch gespielt. Bei Elex war das so, vermutet hatten wir, dass das, was sehr am Anfang aufgedrückt wird, der Berserker, ne, das ist, was die meisten dann auch wählen würden. Und Piranha Bytes kommt aus der Fantasy-Ecke. Da hatten wir vermutet, ja, dass die Menschen sagen, okay, wir machen das, weil wir in Tradition von Piranha Bytes und so weiter. War aber nur zum Teil so. 40% der Spieler haben sich den Berserkern angeschlossen bei Elex 1. Immerhin. Bei Elex 2 genauso, ja. Und die anderen 40%, ja, 20% Outlaws, die zählen man nicht, ja, haben sich den Klerikern angeschlossen. Wegen der tollen Rüstung und weil sie ausprobieren wollten, ob Piranha Bytes wohl irgendwie Technik kann. Das ist genau dasselbe, was bei Elex 2 rauskam übrigens. Ja? 40% der Leute haben sich den Berserkern angeschlossen und die anderen 40% haben sich den Alps angeschlossen tatsächlich und sind dann irgendwie irgendwann bei den Klerikern gelandet. Davon nochmal die Hälfte. Das hat mich übrigens total geschockt. Ich hätte da niemals mit gerechnet, weil Elex 2 das erste Spiel ist, das wir gemacht haben, was dich nicht zwingt, eine Gilde zu nehmen. Das ist das erste Spiel, wo wir, nachdem ganz viele Leute danach gefragt haben, ob wir das nicht auch mal machen können, einen Weg eingebaut haben, sich niemandem anzuschließen. Und ich glaube im Nachhinein ein bisschen, weil das so ist, das heißt, weil du es lassen kannst, machen es die Leute dann doch. Irgendwie so, weil das sehr wenig Menschen gemacht haben, den gildenlosen Weg zu spielen. Ja. Das ist das erste, was ich ausprobiert habe, als ich das erste Mal Elex 2 durchgespielt habe, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt Spaß macht. Doch, macht es, auf jeden Fall. Aber es ist halt schon irgendwie, du musst dann gegen die anderen Gilden, und zwar gegen alle. So gefühlt, ne? Das heißt also, du entsagst irgendwie allem irgendwie und allem auch irgendwie nicht. So, ja. Das heißt, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt Magier oder bist du Technikmensch? Bist du jetzt so ein futuristischer Kämpfer? Beides irgendwie, so, ja. Ja, und die total geilen Sachen von den Gilden, die kriegst du dann gar nicht oder so. Ist mir egal. Ich find's auch so gut, ja. Das war echt überraschend, ja, das stimmt. Das heißt also, wir sind da noch nicht so richtig uns einig, sage ich jetzt mal, und das finde ich auch gut so, dass es so ist, wird auch so bleiben, was uns jetzt wichtiger ist, Magie oder Technologie. Wir finden beides sexy. Schon. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja. Diesmal bezog sich auch auf eine Folge von irgendwie, du hattest bei den Folgen, die wir davor aufgenommen haben, kein Risen-Shirt, sondern ein Gothic-T-Shirt an. Ja. Und da kam öfter mal die Frage, wo bekomme ich dieses T-Shirt her? Ich brauche es. Ja. Ja. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Dieses T-Shirt ist ich glaube, das allererste T-Shirt, was wir gemacht haben. Ja? Da steht auch noch in Extremo drauf und Shoebox und so weiter. Das gibt's nicht mehr. Das hatten wir damals, ja. Da THQ Nordic aber gerade ein Remake macht von dem ersten Gothic, gibt es im Merch-Shop von THQ Nordic aber ein anderes Gothic-T-Shirt oder eine Gothic-Fußmatte oder Tasse oder sonstigen Kram, den man holen kann. Also da gibt's nicht nur Elex Merch, sondern auch Gothic.
Schaut doch einfach mal rein. Am besten ihr gebt THQ Store in Google ein, da landet ihr direkt drauf. Wunderbar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Tschüss. Also ich hab's heute echt. Ja, macht nix. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Dann Kann nur besser werden. Kann nur besser.